Es ist kalt am Koori und das ist immer ein richtig gutes Zeichen. Das wollen wir am Koori. Am besten komplett unter 10 Grad. Schönes Wetter ist natürlich auch nicht verkehrt. Und so testen wir mal, was am Koori geht. Ich habe mir direkt 3 Ruten geschnappt und raus damit. Einer der populärsten Köder direkt im Anschlag. Und damit teste ich jetzt und suche im Idealfall die Regenbogenforelle. Also, das bedeutet einmal schwer hier über den Acker schleppen. Einmal von links nach rechts gucken, wo und was so da ist. Na klar, die darf natürlich nicht fehlen. Und wenn wir dann alles da haben, zack, direkt wieder raus, dann kann ich immer noch gucken, welcher Köder am besten funktioniert. Aber erstmal gucken, wo und an welcher Stelle könnte was gehen. Wo fahre ich lang? Welche Strecke ist interessant? Und da sofort wieder Biss. Okay, das ist natürlich schon mal ein richtig gutes Zeichen. Also, wenn man in dem Bereich auswirft und sofort direkt wieder einen Biss hat, dann ist das schon mal gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was geht hier? Nur Seeforellen und Barsche wollen wir natürlich nicht. Ich meine, so zum Leveln und so ist das ja ganz nett. Aber wenn man einen speziellen und vor allem seltenen Fisch haben will, also sowas wie den Seesaibling Koorski oder die Regenbogenforelle, dann wollen wir natürlich auch gezielt diese Fische irgendwann haben. Und dementsprechend muss man suchen und probieren. Zuletzt war die Regenbogenforelle auch immer mal wieder mit Topwater ganz gut zu fangen. Also höchstwahrscheinlich stationär. Irgendwo hinfahren, stehen bleiben. Zum Beispiel jetzt hier, wir fahren jetzt hier gleich über das 13 Meter Loch. Einfach mal in Richtung hier von dem Wasserfall sein. Quer über das 13 Meter Loch und dann immer schön mit dem Popper, mit dem Oberflächenköder langziehen oder mit so einem Walker langziehen und gucken, ob denn da was läuft. So, jetzt fahren wir hier wieder zurück, denn da hinten in die Area fahre ich sehr ungern rein. Das ist ja hier eine klassische Area, wo immer mal wieder auch die Hechte reingehen, also vermehrt reingehen. Gerade da hinten in dieser Schilfkante ist da hinten, da hat man eben häufig richtig viel Hecht. So, was haben wir denn da wieder dran? Das ist doch gut, Schön, na guck. Schön einer hier nach dem anderen. Mal gucken. Wir gucken uns die Setups gleich mal an. Ich bin jetzt hier links und rechts nur mit 13 Kilo unterwegs. Also ein bisschen kleiner. Ja, so eine 8 Kilo Seefo, so eine große, die wird hier schon richtig Theater machen. Zack. Die zweite Rute gucken wir auch nochmal. Ja, Bremse ist noch schön auf locker eingestellt. Und jetzt die dritte auch noch raus. Zack. Das ist die ist am stärksten, denn das ist hier die aktive. Und die aktive, die kann man natürlich immer auch beim Schleppen zwischendurch mit Tempo 50 immer mal wieder so kurz einkurbeln oder auch so gieren extra, kurbeln und gieren, dass man dann hier unten nochmal in das Twitchen reinkommt. Also die dritte könnte man dann aktiv führen. Oder man hat eben nur eine oder zwei und schleppt dann eben nur damit rüber. Was natürlich jetzt super nice ist, wir haben ja hier die Möglichkeit jetzt mit der Minimap genau zu gucken, wo wir lang fahren. Das ist natürlich richtig, richtig gut, ne? Also das heißt, wir fahren hier einfach schön über die ganzen dunklen Stellen. Das sehen wir ja da unten. Hier können wir einmal links abbiegen. Ist das ein Traum? Ich habe das noch gar nicht so viel gemacht. Ich meine, diese Minimap, die ist ja jetzt schon ziemlich lange draußen oder mit integriert. Und so viel geschleppt habe ich bisher noch gar nicht. Aber durchaus, guck mal hier, Führung mit Zwischenstopp haben wir auch, weil wir hier einfach gezogen haben die ganze Zeit. Und gezogen und gezogen und gezogen. Das heißt, wir ziehen jetzt durchs Boot und dann auf einmal lassen wir locker. Und zack, kommt dann die Führung mit Zwischenstopp. Natürlich auch nochmal gut, dass man dann nochmal zusätzlich lockt. Ja, jetzt bin ich hier einmal losgefahren. Ich zeige das gleich mal eben auf der Map. Jetzt fahren wir nochmal in die Richtung. So, also einmal losgefahren. Und zwar hier oben gestartet natürlich. Direkt hier die 7,5er Rinne entlang. Dann hier hinten die Schlaufe gemacht einmal. Und dann hier jetzt gerade so wieder zurück. Und jetzt geht es hier zweimal im Kreis herum. Und dann geht es hier vielleicht einmal auch noch hier rum. Also so eine 8. Einfach hier diese Bahnen abfahren sozusagen. Und eben gucken, dass man auch immer über diese tiefen Stellen kommt und mal an diesen Kantenbereichen auch durchaus mal lang fährt.
und dann guckt, ob da was läuft. So, jetzt muss ich mal gleich in die Köder reinschauen, denn mich wundert's, dass jetzt hier der dritte, vierte Fisch nur auf diesen Köder reingeht und nicht auf den anderen. Wo ist denn jetzt hier der Unterschied bei dem besonderen Joint Balsa? Aha, ich habe hier Einserhaken groß drauf, ohne Puschel, und auf dem anderen sollten Einserhaken mit Puschel sein. Ob das den Unterschied macht? Da ist schon wieder instant, direkt wieder Biss. Ob das den Unterschied macht? Ich mach gleich mal die Puschel runter, ich sag es dir. Zack. Raus damit. Und dann gucke ich mal im Inventar, ob ich noch einen habe. Nee, wir machen das mal so. Also, Einser und Einser. Zack, zack. So, jetzt haben beide haben jetzt natürlich gerade einen Biss. Jetzt muss ich mal schnell erstmal korrigieren und lenken. Aber ich werde den einen jetzt gleich nochmal tauschen. Also, die Seeforelle geht rein. Auf 13 Kilo Schnur hier. Und was haben wir hier? Bremse kann ich mal leicht hoch machen. Oha. Und hier haben wir den gefürchteten Hecht. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf den 80er. Und da ist der S1 drauf. So, den nehmen wir jetzt. Das ist der normale, einfache S1. Und raus damit. Und dann geht es weiter. So, dann fahre ich jetzt hier gleich nochmal schön hier in die nächste Runde rein. Genau, fahren wir einfach nochmal im Kreis. In den Abendstunden hier einfach mal schön rum. Und da vorne, ja, haben wir auch schon bis gerade getauscht, den Haken. Na, ist es denn? Zack. Ist hier wohl ohne Puschel besser als mit? Gerne auch mal deine Erfahrung teilen. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Was ist dein Eindruck? Einfach mal testen. Einmal den gleichen Köder, also gleiches Setup, links, rechts. Einmal mit, einmal ohne. Wo ballert mehr rein? Das ist ja ein Dingen, Alter. Das ist ja ein Dingen. Das wäre ja der Hammer, ne? Wenn die Balsa, wenn die Köder vielleicht ohne Puschel besser funktionieren. Vielleicht lenkt das zu sehr ab. Apropos ablenken, war schon wieder abgelenkt, ich muss hier in die Kurve. 5 Kilo Sefo. Oder ist die Sefo davon eher getriggert? Das kann natürlich auch sein. Andere Möglichkeit natürlich. Dass die Seeforelle davon sich nicht beeinflussen lässt oder eben beeinflussen lässt. Und dadurch, dass das ja ein häufiger Fisch ist hier, dass man dann natürlich viel schneller diesen Fisch dann hier dran hat. Also diese Seeforelle. Ich meine, Seeforellen will man ja jetzt nicht unbedingt. Allgemein vom Setup her, ich habe jetzt hier 3 verschiedene Routen, 3 hochwertige Routen. Man kann hier natürlich auch mit einem ganz normalen Setup reingehen, also ganz einfache Basis-Setups, und zwar zum Beispiel die Mächter. Ist auch eine absolute Kaufempfehlung. Kama Mächter, hier einfach mit der HSV in Kombination. Super Kombination. 19 Kilo ist jetzt hier gerade drauf. Das war ja fürs Grundangeln oder fürs Hechtangeln. Und wenn wir jetzt hier an den Kuori gehen, würde ich sagen, von 9 Kilo an, wenn man ins Risiko gehen will, bis 15 Kilo hat man sehr, sehr, sehr gute Frequenzen. Also Fluorocarbon verwenden, Vorfächer beziehungsweise die komplette Schnur. Auf die HSV würde auch ganz viel von der normalen Schnur drauf gehen. Da bräuchte man gar kein Vorfach nehmen. Aber wenn ihr das macht, also eine Braid zum Beispiel drauf macht oder eine Monoschnur, kann man auch machen, dann aber auf jeden Fall nochmal Fluorocarbon Vorfach. 9 Kilo bis 15 Kilo hat man sehr, sehr gute Frequenzen. Dann geht die Frequenz ein bisschen runter von 15, 17 bis 19 Kilo Vorfächer. Dann nimmt es auf jeden Fall ab und da drüber würde ich gar nicht mehr reingehen. Da drüber nimmt man nur noch Vorfächer, wenn man gezielt aus ist auf zum Beispiel den Seesaibling Kuorski. Der Seesaibling Kuorski, dem ist das ziemlich wurscht. Den kann man eben auch mit sehr, sehr dicken Vorfächern beangeln. Da ist es zwar immer noch recht transparent hier, aber bei diesen super klaren Gewässer müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir eben auch super klare Vorfächer haben und am besten eben recht dünn auch noch reingehen. Also nicht nur Material und Eigenschaften des Materials ist wichtig, sondern eben auch Vorfachs
Dicke. Auch das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt erstmal wieder raus hier die dritte Rute. Und dementsprechend, weil das ja hier jetzt gerade meine aktive Rute ist, habe ich hier auf dem Setup 19 Kilo. Denn wenn mir links oder rechts ein dicker Brocken reingeht, gleichzeitig auch noch in der Mitte einer reingeht, muss ich eben zusehen, dass ich den in der Mitte schnell rausbekomme, damit ich links oder rechts auch eben noch schnell reagieren kann und ich da nicht leer gespult werde. Denn da kann ich ja die ganze Zeit, ich kann ja die aktive Route nicht abstellen. Ne? Man hat ja nur 2 Routenhalter hier. Von daher, von daher wollen wir da natürlich auch das dickste und schwerste Setup aktiv führen. Und links und rechts können es dann etwas kleinere Sets sein. So, also im Moment würde ich sagen, ja, ganz okay. Aber es hat bisher noch nicht viel zu tun mit der Regenbogenforelle. Und deswegen überlege ich schon, ob ich gleich vielleicht hier in dem Bereich einfach mal anhalte. Hier lief das mich zuletzt auch ganz gut. Einfach mal anhalten und hier gezielt mit dem Oberflächenköder einfach nochmal auf Regenbogenforelle gehen. Und natürlich dann in den Morgenstunden, also so gegen 4 Uhr ungefähr, geht es dann gleich weiter. Und dann wird getestet. Ich gucke gerade mal in die Rekorde. Regenbogenforelle. Also ganz unterschiedliche Köder hier drin. Also was heißt ganz unterschiedlich? Unterschiedliche Köder sind drin, also, aber eben auch dieser Balsa 8003, einer der wichtigsten. Gucken wir mal in den deutschen Rekorden. Guck mal da, Fussel auch mit drin, auch noch einen anderen Balsa-Joint. Guck mal, in Blau geht also auch. Also hier gibt es verschiedene Hunter. Absoluter Klassiker eben auch hier fürs gesamte Gewässer, die gesamte Hunter-Serie. In dem Fall war es ein kleinerer Hunter, der nur 14 Gramm schwer ist. Auch eine Idee. Einfach mal ein bisschen kleiner reingehen und dann damit auch einfach schleppen gehen. Also auch das geht natürlich genauso gut mit den Blinkern, wenn das Wetter passend ist, wenn das Vorfach passend ist, also feine, dünne Fluorocarbon-Vorfächer und dann geht man da rein. Lieber mehr Schnur auf der Rolle und dafür dann länger in den Drill gehen, als dass man eben die Fische verscheucht und dann gar keinen seltenen bekommt. Das ist natürlich schlecht. Ja, jetzt haben wir es dunkel, das heißt so eine Stunde oder 2 ist es auch noch dunkel und dann gegen 4 Uhr ungefähr fängt es hier so langsam wieder an. So viel zum Koori. Ab zum Koori, wie gesagt, gerade wenn es kalt ist, ran da, rumprobieren, Köder testen. Gerne deinen Test noch unten in die Kommentare schreiben, was bei dir besser funktioniert hat, mit Puschelhaken, ohne Puschelhaken. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Bis dahin.